Gibt es denn wirklich Hinweise darauf, dass du besser aufhören solltest mit dem dualen Prozess, dass du besser aussteigen solltest? Auf diese Frage werde ich heute eingehen. Bitte entschuldigt meine Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, geht irgendwie nicht so richtig weg. Ist wohl auch am Wetter gelegen, aber ja. Es freut mich trotzdem, dass ich sozusagen zurück bin, wieder Videos machen kann. Also schön, dass du da bist. Es freut mich. Genau, jetzt geht es darum, ob es diesen einen Moment gibt, wo man merkt, okay, es ist vielleicht die Zeit gekommen, dass ich mich anderem zuwende. Ich bin durch damit, ich bin durch mit dem Prozess oder ich komme nicht weiter, was auch immer das soll. Und ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen, ich mache ja immer auch aus dem Moment raus Videos und wo ich gerade stehe. Und da ist es mir kürzlich aufgefallen, ich bin, kurzer Einschub, ich bin nicht die, die rechts und links guckt in Sachen Dualseelen. Ich gucke keine anderen Kanäle, ich gucke keine, ähm, was da so geschrieben wird. Es gibt Momente, wo es mir selber gut tut, dass ich mal einen Blog lese oder dass ich, wenn ich selber zweifle an von wegen, was ist genau das Ziel, wo genau geht die Reise hin? Ähm, liege ich richtig, liege ich falsch, das, wie ich anderen erzähle, hat das wirklich Hand und Fuß? Kann ich darauf vertrauen, dass ich eben nicht vom Irgendwo geführt werde, dass ich wirklich hehre Absichten habe, dass ich gute Absichten habe, das zu tun. Dann hin und wieder hilft es mir, wenn ich so die Basics von jemand anderem geschrieben lese, also ein Blogartikel oder so. Videos gucke ich eigentlich gar keine, aber trotzdem, zurück zum heutigen Thema, ist mir aufgefallen, ich bin kürzlich, wie bin ich da drauf gekommen? Auf eine Entschuldige, auf eine spanisch sprechende Coachin von Dualseelen. Genau, es ging um Übersetzungen. Ich habe das Wort Dualseele auf Spanisch gesucht, bin dann auf diese Coach-Seite gekommen, dachte, wow, was die schreibt, ne, ich habe mich dann durchgelesen, das ist für mich die Wahrheit, was die schreibt. Das hat Hand und Fuß, das verhält, das ist, wow, alles durchgelesen, fand die toll, wollte wissen, wo die herkommt. Fragt mich nicht nach dem Namen, ich habe ihn schon wieder vergessen. Auf jeden Fall durch alles durchgelesen und dann irgendwann bei Kontakt konnte man klicken, Klick auf Kontakt und dann kam, ja, ich bin jetzt neu auf der anderen Webseite zu finden, weil ich arbeite nicht mehr als Dualsein Coach. Und dann bin ich auf diese andere Website gegangen, die macht jetzt irgendwie, was weiß ich, auch eine Form von Coaching, aber andere Inhalte. Und von wegen, ja, ich bin durch mit dem Thema, wo ich mich dann so gefragt habe, was soll das, dass all diese Coaches immer mal wieder aufhören. Ne? Wenn ich sage, all die Coaches, habe ich noch einen anderen im Kopf von ganz meinen Anfängen, der auch sozusagen aufgehört hat. Ich glaube, inzwischen ist er aber wieder zurück. Wo ich so denke, was soll denn das? Gibt es denn einen Moment, wo man sagen kann, so, jetzt höre ich auf damit? Natürlich, man darf sich ja weiterentwickeln. Ne? Ich entwickle mich auch weiter. Ich sage nicht, dass ich das ein Leben lang machen werde. Und trotzdem hängt es für mich damit zusammen, was ich jetzt euch auch weitergebe, von wegen, gibt es einen Moment, wo man besser aufhören sollte, auch im Prozess, auch wenn ihr mittendrin seid, auch wenn ihr noch am Anfang steht, egal wo. Und diese Coaches, das hängt zusammen, ne? Es gibt scheinbar wie so einen Grund, okay, jetzt reicht's. Und darauf möchte ich heute eingehen, weil, wie ihr wisst, ne, ich sage es in jedem Video, das ich mache, geht es im Dualseelenprozess um euch, um dich selber, ne, die dir da zuschaut. Es geht um dich, dass du zu dir findest, in deine Kraft findest, in deine Lebensfreude findest, zu dem wirst, was du wirklich bist. Darum geht es. Er oder sie ist der Köder. Mit ihm oder ihr wollt ihr unbedingt zusammen sein. Und das sollt ihr auch wollen und das werdet ihr allenfalls auch können. Das ist nicht in meiner Hand, das ist in Gottes Hand, wenn man so will. Wann ihr mit eurer Dualseele zusammenkommt, ob in diesem Leben, im nächsten Leben, ihr seid füreinander gemacht, ihr seid im Kern durch bedingungslose Liebe verbunden, aber der Prozess hat damit herzlich wenig zu tun, im Sinne von, dass es darum geht, den Fokus auf euch zu richten. Na, ich mache kein Geheimnis draus, ich sage immer wieder dasselbe. Und ich kann es nicht beschönigen, ich kann es nicht verändern, das ist das Ziel, dass ihr den Fokus auf euch richtet. Jetzt die Frage, gibt es, ich komme noch zu diesen 3 Punkten, gibt es Gründe, das nicht mehr zu tun? Und jetzt auch aus Coaches Sicht, ne, gibt es einen Grund, nicht mehr Leute darin zu begleiten, das zu tun?
Oder haben diese Coaches eine falsche Vorstellung davon, nämlich ich bringe Leute mit ihren Partnern zusammen, was ja gar nicht möglich ist, ne, weil das ja nicht in den Coaches Händen liegt. Und dann irgendwie merken sie, okay, das ist gar nicht so einfach und irgendwie stehe ich an und irgendwie nervt es jetzt selber und jetzt höre ich auf, weil ich bin jetzt durch damit, ne? Also ich glaube, wie gesagt, es ist alles eines. Es sind falsche Erwartungen und es ist, glaube ich, normal, dass am Anfang die Erwartung da ist von so und so komme ich zusammen, so und so kann ich mit ihm sein, so und so erobere ich ihr Herz. Ja, wie gesagt, der Köder muss ja stark genug sein, dass ihr bei euch ansetzt und mit Hilfe des Spiegels, nämlich des anderen, zu euch und in eure Kraft findet. Äh, ihr seht, Husten ist noch immer da. Jetzt, der erste Punkt, kann ich nur auf Deutsch sagen. Ich mache ja auch auf Englisch die Video. Wenn es Zeit ist, auszusteigen, ist, wenn ihr euch den Kopf zerbricht, wer der Gefühlsklärer ist in dem Ganzen und wer der Herzmensch. Das ist die Frage, die euch umtreibt. Monatelang, jahrelang, ein Leben lang, die ganze Dualseelenreise lang. Oder vielleicht nur einen Moment. Und wenn dieser Moment vergeht, umso besser. Weil es ist nicht so klar aufteilbar. Ich weiß schon, was ihr meint, dass ihr denkt, hey, ich will doch unbedingt und der andere will nicht. Naja, wenn ihr ehrlich werdet mit euch selber, wisst ihr ganz genau, dass auch in euch noch Hürden zur Liebe sind. In euch Hürden sind zu Beziehung, zu Mann allgemein, zu Frau allgemein, zu Paarbeziehung, zu Zusammensein, Vertrauen, sich fallen lassen, Intimität, zusammen etwas aufbauen, nicht mehr Single sein, nicht mehr das Single-Leben genießen können. Was gibt es noch? Tausend Dinge gibt es, ne? Vertrauen können, sich einlassen können, verbindlich sein können. Was gibt es noch? Einfach die Angst vor der Liebe zu eliminieren, ist genauso in euch wie auch in ihm oder ihr. Also ist es nicht so klar aufgeteilt. Der andere ist genauso Herzmensch oder Gefühlsklärer wie ihr auch. Ich kann mich mit den Begriffen immer noch zu wenig aus. Das hat sich nicht geändert. Ich weiß, was sie aussagen wollen. Deshalb sind sie ja so simpel benannt. Nämlich man weiß genau, das ist schwarz und das ist weiß. Für mich macht es keinen Sinn, weil es eigentlich in der Praxis, auch aus meiner Coaching-Erfahrung, immer Mischformen sind. Es sind Mischformen, weil beide ja eines sind und beide müssen erst und dürfen erst ganz zu sich finden und ganz in die eigene Harmonie kommen, in das eigene Gleichgewicht, in das eigene aufgeräumte und geheilte Leben. Und deshalb ist es so, greift es einfach zu kurz, den einen als Gefühlsmensch und den anderen als rationalen, oder? So ist es, glaube ich, Gefühlsklärer, Gefühlsmensch, Gefühlsklärer, naja. Also, vergisst es, lasst es fallen. Wenn ihr wirklich denkt, es geht darum, dass ihr klassifizieren könnt, wer was ist, dann checkt ihr den Sinn der Sache nicht. Ich muss es einfach mal so direkt sagen. Darum geht es nicht. Es geht um euch. Und es wird euch nicht helfen, Etiketten zu verwenden wie diese, nämlich er ist das, ich bin das. Und ja, jetzt ist alles klar. Jetzt kann ich mir alle Infos anschauen zu meiner Schubladenkategorie und jetzt komme ich weiter. Natürlich gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die Loslasser gemeinsam haben, ne? Dass sie lernen müssen, nicht den anderen zu brauchen, zu wollen, nicht im Außen nach etwas zu suchen. Ja, das ist alles, das hat alles Hand und Fuß natürlich. Und trotzdem kann es in beiden kann beides sein. Ja, und das kann sich auch abwechseln, das kann sich momentweise zeigen. Also sozusagen Ziel verpasst, wenn ihr denkt, es geht darum und ihr verwendet darauf ganz viel Energie. Das ist der Punkt eins. Dann, ich habe es ja schon angekündigt, Punkt Nummer zwei ist, wenn ihr immer noch denkt, es geht darum, mit ihm oder ihr zusammenzukommen. Ja, am Anfang glaubt man, darum geht's. Und es heißt nicht im Ausschlussverfahren, dass wenn es nicht darum geht, dass das nicht die Folge ist. Das ist ein bisschen tricky, ne? Mal nochmal vielleicht zuhören. Es heißt nicht, wenn das nicht das Hauptziel ist, dass es nicht heißt, dass das nicht trotzdem geschieht.
aber nicht in eurem Tempo, nicht wann ihr es wollt, nicht wann ihr es für gut hält, nicht wann ihr alles dafür tut, nicht wenn ihr kontrolliert und zwängt und stößt und zieht und drückt und pusht und zieht und all diese Dinge. Nicht dann, sondern wenn ihr das eben genau nicht mehr macht, weil ihr gelernt habt, loszulassen. Und loszulassen heißt nicht, dass ihr den anderen nicht mehr liebt oder die Liebe nicht mehr spürt oder nicht mehr von ihm träumt oder nicht mehr ihn bei euch fühlt oder nicht mehr seine Gefühle fühlt oder, was gibt es noch alles, nicht diese Telepathie habt oder keine Zeichen mehr sieht. Das heißt nicht, ihr habt losgelassen. Loslassen heißt, ihr leidet nicht mehr im Gedanken an die Liebe, die euch verbindet, weil, I got news for you, Liebe schmerzt nicht, Liebe tut nicht weh. Und wollen und zerren und vermissen und sehen, ja, wir sind alle Menschen. Es gibt diese Momente, wo ihr stärker das Bedürfnis habt, mit diesem anderen Menschen oder mit in einem Menschen oder egal was, zusammen zu sein. Aber das Brauchen und das Leiden und das Vermeiden, ich komme gleich noch dazu, deshalb kann ich jetzt nicht vorgreifen, vermeiden, dass ihr bei euch seid, das ist nicht loslassen und das ist nicht lieben. Das ist nicht lieben. Lieben ist nicht wollen. Lieben ist nicht zerren. Lieben ist nicht erzwingen. Lieben ist nicht stalken. Lieben ist nicht den anderen schlecht machen. Lieben ist nicht den anderen, ja, ich wollte was Füßes sagen, aber das kann ich ja hier nicht, den anderen zur Schnecke machen. Das ist alles nicht lieben. Lieben ist. Lieben findet statt in eurem Herzen. Wo Liebe ist, ist Liebe. Das kann man nicht wegdiskutieren. Da kann ich noch 700 Videos machen. Da kann ich noch 700 mal 3 Punkte machen. Das ist nicht wegzunehmen. Das ist auch nicht hinzuzufügen. Das ist nicht in eure Herzen zu legen. Das wurde schon in euer Herz gelegt. Nicht von mir. Da ist diese Liebe schon. Und diese Liebe darf sein. Die müsst ihr nicht loswerden, die müsst ihr auch nicht bekämpfen und da müsst ihr keine Stränge durchschneiden gehen und keine energetisches, was weiß ich was machen gehen, weil das sowieso nichts bringt, weil das nicht das Ziel ist davon, des Einsseins. Man kann nicht eins sein, wenn es trennbar ist. Das heißt wiederum nicht, dass ihr nicht alleine glücklich sein sollt und könnt und in die Lebensfreude kommen sollt. Das sollt ihr nämlich. Jetzt bin ich auch schon gleich beim dritten Punkt. Ihr sollt vielleicht besser die Dualseelenreise abbrechen, sagen, Entschuldigung, ich bin im falschen Zug gelandet. Der fährt ja nach Berlin. Ich muss aber nach Hamburg. Was ist denn hier los? Lasst mich mal raus. Ich bin hier völlig falsch. Wenn ihr aufhört oder wenn die Dualseelenreise euch daran hindert, euer Leben zu leben, wenn ihr eben genau keinen Zug nimmt nach Berlin oder Hamburg oder wo auch immer ihr hin möchtet, weil wir aktuell reisen dürfen, juhe, vielen Dank. Aber, ähm, wenn euch das darin hindert, euer Leben zu leben, dann ist es Zeit, ganz loszulassen. Und erneut, das, was ich vorhin gesagt habe, ist immer noch wahr, die Liebe könnt ihr nicht loslassen. Aber dann ist es Zeit, loslassen zu wollen, dass ihr mit ihm zusammen sein wollt. Und ihr sagt, ja, Yvonne, toll, sag uns mal, wie man das macht. Das ist nämlich mega schwierig, das schaffe ich überhaupt nicht. Sonst hätte ich es schon lange getan. Genau, es ist gar nicht möglich, dass ihr loslässt, dass da dieser Wunsch ist, der vergeht von alleine im Sinne von brauchen. Wunsch ist etwas. Brauchen, wollen, zerren, nicht leben können ohne, ist etwas anderes. Ja, ist wieder wie loslassen und festhalten. Loslassen und wo war ich vorhin? Naja, also diese 3 Punkte. Wenn ihr euch den Kopf zerbrecht, Gefühlsleer, Loslasser, dann bringt es, glaube ich, nichts, wenn ihr weitermacht. Ich sage das ein bisschen provokativ, dass ihr mir irgendwas unten reinschreibt, von wegen, aber, ne? Und wenn ihr immer noch denkt, es geht darum, zusammenzukommen, ist es Zeit loszulassen. Erneut nicht die Liebe, nicht ihn, nicht sie, sondern das Zerren und das Drängen. Und wenn ihr denkt, ich lebe dann, wenn er da ist, ich lebe dann, wenn sie da ist, dann können wir zusammen
Nein, 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 nein. Endlich unsere Berufung leben. Wir kaufen einen Hof mit Gestüt und machen da Pferde drauf. Das ist ja, glaube ich, Gestüt. Und dann haben wir gemeinsam diese Berufung und vorher kann ich das nicht leben. Dann ist es Zeit, dass sie sagt, wisst ihr was, weißt du was, Yvonne, ich setze mal kurz aus eine Runde, ne? Und all das gebe ich euch als Tipp, wissend, so fies bin ich dann, dass es gar nicht möglich ist, auszusteigen. Hm. Was ich ja viel mehr sagen möchte, ist, dass ihr diese 3 Punkte kritisch betrachtet und dass ihr euch sagt, mache ich das? Okay, dann lasse ich es doch besser sein, weil ich glaube, es bringt mir nichts. Oder ich bin noch nicht in der Lebensfreude oder ich habe noch das Gefühl, ich lebe mein Leben nicht voll und ganz. Dann mache ich mir doch das zum Ziel, dass ich mein Leben voll und ganz lebe, dass ich loslassen kann, so weit, wie man loslassen kann, dass ich das Brauchen loslassen kann, dass ich auch vielleicht die Überzeugung, ich kann nur mit ihm glücklich sein, loslasse, dass ich vielleicht auch die Überzeugung, ich kann niemand anderen lieben. Ja, ich weiß, Kommentare werden folgen. Mit niemand anderen lieben meine ich, Liebe ist vielfältig. Wir reden von bedingungsloser, großer Liebe, wenn es um die Dualseele geht. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch Gefallen an anderen Menschen finden könnt. Weil, ich habe dazu auch schon Videos gemacht, wenn ihr seht, dass es hauptsächlich um euch geht, dann ist jede andere Person, die in euer Leben tritt, als was auch immer, ob das der Klempner ist, der einfach mal kurz den tropfenden Wasserhahn reparieren kommt und ihr habt einen netten Austausch, ich meine jetzt nichts, ne, Anrüchiges, ich meine jetzt alles schön brav, ihr wechselt ein paar Worte und irgendwie lässt er so nebenbei fallen, dass seine Schwester jetzt, was weiß ich, mit einem Jurastudium begonnen hat, obwohl sie schon 40 ist. Und irgendwas löst das in euch aus, so von wegen, ha, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ich hab mir nie erlaubt, obwohl ich schon, was weiß ich, 35 bin, noch mit dem Studium anzufangen. Aber eigentlich jetzt, wo ich das so höre, irgendwas hat es mit mir getan. Ne? Und so, jeder Mensch gibt euch was. Und wenn ihr diese Einstellung habt zum Leben und zu Beziehungen, zu nicht romantischen Beziehungen und zu romantischen, also zu Liebesbeziehungen, wenn ihr wisst, es geht um mich, dass ich hier etwas lerne, dass ich hier weiterkomme, dass ich hier etwas heile, dass ich hier etwas über mich erfahre, das ich noch nicht wusste, dass ich hier etwas ablegen darf, was ich schon lange mit mir rumschleppe. Was spricht dann dagegen, dass ihr euer Herz öffnet für wen auch immer? Das kann in kleinen Schritten geschehen, es kann in kleiner Form geschehen, es kann was weiß ich, es kann romantisch sein, muss aber nicht. Es kann eine Freundschaft sein, es kann gleichgeschlechtlich, egal. Aber ohne, dass ihr andere Menschen an euch ranlässt, kommt ihr an gewisse Blockaden nicht ran. Dann bleiben die wie so auf Distanz, bis die Dualseele wieder da ist. Und dann wird euch wieder all das gespiegelt, was ihr eh schon wusstet, dass das ein Problem ist oder das ein Spiegel ist oder wo ihr noch nicht im Reinen seid mit euch. Also weshalb nicht die Zeit nutzen, offen sein für das Leben zu leben mit allem, was es zu bieten hat und zu merken, dass ihr immer mehr Freude daran habt, das Leben zu leben und immer glücklicher werdet und wirklich in eure innere Kraft und eure Liebe findet, eure Liebe. Denn darum geht es, dass er oder sie euch spiegelt, hey, ich bin die große Liebe hier draußen, die musst du aber zuerst in dir selber finden. Du musst die große Liebe für dich selber werden. Darum geht's. Und alles andere, ne? 3 Zeichen, alles, was ich jetzt gesagt habe, hindert dich daran, in die Lebensfreude zu kommen, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, deine Berufung zu leben, egal wo du gerade dran bist. Und ja, richtig und wirklich aussteigen kann man nicht, glaube ich nicht. Man kann sich drücken, man kann sich zurückziehen, man kann sich sagen, im nächsten Leben dann, jetzt bin ich halt so halb happy mit was weiß ich wem, oder bleibe Single bis auf endlos. Und das ist alles möglich, aber bewusst die Reise weitermachen und bewusst heilen und sich anschauen, was gezeigt wird, das ist das eigentliche Ziel der Dualseelenreise, des Dualseelenprozesses. Deshalb macht's einfach. Hab genug gesprochen. Schön wart ihr da. Bis bald.